Hallöchen, Brian und ich sind heute extra für euch nach Brüssel gereist zum NFT-Fest und wir schauen uns heute an, was für NFT-Projekte es gibt. Unter anderem sind hier Brands wie Apecoin, Animoca Brands und Pudgy Penguins. Let's go! Aber warte mal, NFT-Fest? Einige werden sich jetzt denken, NFTs sind doch tot. Da sind wir anderer Meinung und der Beweis, dass dem nichts ist, sind die vielen Projekte, die auf dem NFT-Fest dabei waren. Berühmte Künstler wie Cyril Langstellin haben die Technologie hinter dem Begriff verstanden und nutzen sie bereits. Über 2 volle Tage bot das NFT-Fest ein Programm, das über die Zukunft von Web3 und NFTs berichtete. Neben den Vorteilen des immer wachsenden Web3-Gaming gab es auch physische Produkte wie Bier, Gin, Sneaker und Clothing Brands, welche die digitale Twin-Technologie als einen Vorteil für sich erkannt haben. We took a nice shoes. I'm Metaverse Steward for Apecoin DAO. I'm here with Luca Netz from Pudgy Penguins. We are Raccoon Gene. That's the goal of our DAO. Das Motto von NFT-Fest, The Future is Now, können wir nur bestätigen. Punkte wie Dezentralität und Transparenz in Geschäftsprozessen, Interoperabilität für Gaming-Assets. Ihr seht also, NFTs sind alles andere als tot. Gerade eher am Aufblühen. So what can we expect from that in the future? Wie genau so ein Vorteil aussehen kann, was der CEO von Pudgy Penguins davon hält, das erfahrt ihr in unserem nächsten Video. Abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Lasst ein Like da, wenn es euch auch gefallen hat und schreibt uns eure Meinung über NFTs in die Kommentare.